Moin aus dem Miniaturwunderland. Heute begeben wir uns mal auf eine kleine Zeitreise in die frühen 80er Jahre, als die Baureihe 120 an verschiedenen Orten entwickelt wurde, getestet wurde und nicht auch zuletzt Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt hat. Sie ist zudem heute mehr oder weniger der Standard der Antriebstechnologie und das ganze Thema ist für mich sehr interessant, weil mein Großvater daran beteiligt war und deshalb möchte ich euch heute mal kurz einen Einblick darin geben und vielleicht entdeckt ihr auch schon bald eine bei uns fahren. Bis zu der Entwicklung der Baureihe 120 waren mehr oder weniger Reihenschlussmotoren Standard. Erst mit der Baureihe 120 wurden dann auch Drehstrommotoren großserientauglich. Es gab schon vorher vereinzelte Drehstrommotoren in Lokomotiven, aber die waren halt eben bei weitem noch nicht auf Hochgeschwindigkeit oder ähnliches ausgelegt. Die Lok hier wurde mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h konzipiert, dass sie dann jetzt schlussendlich 265 km/h geschafft hat. War wohl ein netter Bonus oder sowas. Die Drehstromtechnologie ist insofern interessant, dass es jetzt ein vermutlich zu großes Thema wäre, um das in ein einzelnes Video reinzupacken. Und dafür müsste man auch studieren und da bin ich noch dabei. Aber prinzipiell ist es bedeutend effizienter als Reihenschlussmotoren. Man verbraucht weniger Strom, man generiert mehr Leistung. Alles super. Wir haben ja bereits auf der Brücke die DE 2500 fahren. Die ist ja auch mit Drehstrommotoren ausgestattet worden, allerdings nicht mit Pantographen, sondern halt einfach mit einem Dieselmotor, der dann einen Generator antreibt, der dann wiederum die Drehstrommotoren antreibt, die dann wiederum die Räder dann halt eben schnell drehen lassen und Geschwindigkeit aufgebaut wird. Durch die Lokfamilie der DE 2500 ist dann auch schlussendlich das Ding entstanden und das Ganze ist ein sehr wildes Konstrukt und sicherlich kann man hier und da irgendwo Anleihen finden, die irgendwie technologisch ähnlich sind und so weiter und so fort. Grundlegend lässt sich allerdings sagen, dass mit der DE 2500 die Baureihe 120 erprobt wurde, die als erste Großserien-Drehstromlokomotive der Welt mehr oder weniger die Basis für alle heute existierenden Antriebstechnologien in Lokomotiven bietet. Wenn man natürlich irgendwie 265 km/h fahren möchte und vielleicht auch noch schneller werden möchte, braucht man natürlich auch Drehgestelle, die dafür geeignet sind, dass man halt eben bei diesen hohen Geschwindigkeiten nicht komplett von rechts und links durch den Wagenkasten geschmissen wird. Und diese Drehgestelle hat mein Opa entwickelt. Mein Opa war ab 1961 bei ABB Henschel, beziehungsweise damals noch BBC und nicht zuletzt auch Vorsitzender der Forschungsgemeinschaft Radschiene. Und entsprechend bin ich schon familiär vorbelastet mit Eisenbahn, kann man definitiv so sagen. Er war halt eben an der Entwicklung dieser Lok beteiligt, darum ist es für mich schon ein wichtiges Thema. Und auch ein Thema, auf das ich sehr stolz bin, dass ich halt eben behaupten kann, ich habe eine familiäre Beziehung zu dieser Lok. Nicht zuletzt war er dann auch an der Entwicklung des ICE-V und der ICE Experimental dabei, der ja bekanntermaßen 1988 den deutschen Geschwindigkeitsrekord von 406,9 km/h aufgestellt hat, der auch immer noch gültig ist. Solche Drehgestelle müssen natürlich auch getestet werden. Und wo bietet sich das besser an als in steilen Gebirgsstrecken, wo man überhaupt nicht schnell fahren kann? Die Loks wurden nämlich in den 80er Jahren in der Schweiz erprobt. Jetzt hier im Bild im Dezember 1980 auf der Lötschbergstrecke. Das war 120.003. Die wurde dorthin entsandt, um halt eben die Antriebstechnologie zu erproben. Man ist davon ausgegangen, Drehstromlokomotiven können keinen Schlupf haben. Können sie doch. Hat man dann auch relativ schnell bemerkt. Und die Erprobungsfahrt wurde mehr oder weniger als ein ist schlecht gelaufen, machen wir nächstes Mal besser, verbucht. Und im Jahre 1983 wurde dann 120.04 in die Schweiz entsandt mit überarbeiteter Adhäsionsregelung und allen möglichen Schnickschnack und hat dort bedeutend besser performt. Das Ziel des Ganzen war nicht zuletzt auch, dass die Schweizer momentan dann in dem Zeitpunkt einen Lok 2000 gesucht haben, die schlussendlich ja die RE 460 geworden ist. BBC, ABB, wer auch immer da alles beteiligt war, waren allerdings sehr stark daran interessiert, dass sie halt eben ihre Lok dorthin verkaufen können. Hat nur leider nicht geklappt. Die Schweizer haben jetzt ihre RE 460 und sind damit ziemlich zufrieden. Ich habe in der Dia-Sammlung meines Opas dieses Bild hier gefunden. Das zeigt den Einsatz der 120.003 im Jahre 1980 auf dem Lötschberg. Und das fand ich eigentlich so cool, dass ich das genau so nachstellen wollte. Das Einzige, was ich dann halt eben als schwierig sah, waren die ganzen Wagen dahinter. Diesen Steuerwagen gibt es nicht als Modell. Ab hier wird es irgendwie so eine einheitliche Masse. Die kann man einfach nicht definieren, was ist. Und entsprechend habe ich das Ganze erstmal ein bisschen ruhen lassen. Durch das Bild, das ich in der Dia-Sammlung meines Opas gefunden habe, bin ich dann auf den Trichter gekommen, man könnte ja auch mal gucken, was es denn so in den Büchern gibt, die ich geerbt habe. In dem Buch Baureihe 120 von Karl Gerhard Bauer, auch sehr witzig, da vorne ist eine Signatur für meinen Opa drin, oder eine Widmung, bin ich dann auf den Trichter gekommen, dass halt eben nicht nur 120.003 im Einsatz waren, sondern halt auch die 004. Und davon gibt es ein Modell.
Und ab da war ich dann spätestens wieder Feuer und Flamme und wollte das unbedingt genauso umgesetzt haben. Und dann ging die Recherche los. Die Lok gibt's, also brauche ich jetzt noch den Messwagen. Den sieht man auch auf diesem Bild hier sehr gut. Wo kriege ich den Messwagen her? Glücklicherweise, den Messwagen gab es schon mal als Modell. Okay, jetzt brauche ich nur noch eine BLS RE44. Guck mal, da habe ich auch schon was gefunden. Super. Jetzt habe ich zwar nicht die 12 Schüttgutwagen, die dazwischen waren und auch keine 2 BLS RE44, aber es gibt nun mal halt im Bild, dass es halt eben auch anders gefahren ist. Also machen wir das. So, jetzt haben wir hier diesen Messwagen und ich bin von dem Bild ausgegangen und dachte mir, boah geil, die fährt sogar mit einer Schweizer Pantographenwippe. Das muss ich umbauen. Das muss so gefahren sein, bei der anderen auch. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Natürlich nachdem ich das Ganze umgebaut habe und hier schön die Schweizer Wippe drauf gebastelt habe, habe ich bemerkt, die 12004 ist nie mit eigenem Pantographen gefahren. Das wurde immer über den Messwagen gemacht. Jetzt habe ich das Problem, ich habe hier die deutsche Wippe drauf, hier die Schweizer und hier jetzt auch die Schweizer, weil das hier passt, das hier ist einfach umzubauen, das hier muss sich kleben. Und erst im Nachhinein habe ich natürlich gesehen, dass das falsch ist. Jetzt warte ich noch auf die Ersatzteile. Das könnte noch einen kleinen Ticken dauern. Jetzt wollen wir auf der kurzen Distanz, also mit Lok, ein Wagen, Lok, nicht unbedingt 2 angetriebene Loks haben. Das machen wir zwar bei den Reinigungszügen, dort brauchen wir aber auch wirklich diese Zugkraft dringend. Bei solchen kurzen Zügen lohnt sich das nicht. Die Lok hier ist alleine stark genug, um beide ziehen zu können. Das heißt, ich habe hier einfach kurzerhand die Getriebezahnräder ausgebaut. Die Lok ist jetzt ein Dummy. Den Motor rausgenommen, damit ich das Gewicht sparen kann. Einzig der Rahmen ist halt noch aus Metall, damit es halt auch ein bisschen besser auf der Straße liegt. Aber prinzipiell ist der Zug jetzt soweit eigentlich einsatzbereit ist, dass wir ihn auf die Anlage schmeißen könnten. Zumal ein Lokführer sitzt auch schon drin. Wir haben uns heute hier versammelt, um den heiligen Bund der Lokomotiven und der Anlage zu schließen. Das Ganze funktioniert durch das Einmessen. So, das Einmessen per se ist erstmal, dass halt eben hier hinterlegt wird, was da schlussendlich fahren soll. Die einzelnen Adressen werden dann im Zugnamen dargestellt und der Zug weiß dann, oder die Anlage weiß dann halt eben, wie lang der Zug ist, aus wie vielen Wagen er besteht, welche Eigenschaften er haben soll, welche Funktionen wann abgerufen werden sollen und so weiter und so fort. Das ist ein ganz umfangreicher Pakt. So, jetzt haben wir hier unseren Sensor, der misst die Geschwindigkeit des Zuges, der dann dran vorbeifahren wird. Das Ganze ist modular aufgebaut, sodass wir halt eben für das Dreileitersystem, für H0E, für H0 Zweileiter und für H0M einmessen können. Und hier wird dann halt eben dann der Zug vorbeifahren mit einem entsprechenden Magneten und hier wird uns dann die Geschwindigkeit angezeigt. Die Geschwindigkeit nimmt sich dann die Software, hinterlegt sie für die jeweilige Fahrstufe. Das heißt, Zug X fährt bei Fahrstufe 17, was weiß ich, 100 km/h. So, und das macht er dann halt eben für jede einzelne Fahrstufe durch. Dann ist die Geschwindigkeit eingemessen, dann geht es noch ans Bremsen. Dafür fährt der Zug dann einmal in einer gewissen Fahrstufe an dem Sensor wieder vorbei und ab da bremst er dann bis dort hinten zu unserem Maßband, wo er dann irgendwann anhält. Den Wert nehmen wir dann und tragen ihn ein. Damit haben wir dann die Bremswerte festgelegt. So weiß dann halt eben die Software ganz genau, wie sich der Zug bei welcher Fahrstufe verhalten wird und vor allen Dingen auch wann er anhalten wird, was natürlich bei Staus essentiell ist, weil ansonsten dürfen wir irgendwann die ganze Zeit nur noch kaputte Züge von der Anlage pflücken und das wollen wir alle nicht. Die Loks sind soweit aufgegleist, die Lok ist auch angelegt. Jetzt geht es allerdings erstmal darum, dass die CV-Werte passen. Weil Anfahr- und Bremsverzögerung wollen wir nicht, weil wir rollen ungern aus, sondern wir steuern das Ganze über die einzelnen Fahrstufen direkt an. Und die Höchstgeschwindigkeit stimmt noch nicht. Weil, wenn wir jetzt mal gucken, die Lok wird jetzt erstmal zu langsam beschleunigen und dann auch vermutlich viel zu schnell sein. 205 statt den gewünschten 120. So, jetzt haben wir die Programmierung fertig und jetzt darf die Anlage herausfinden, wie schnell denn ihr Zug überhaupt fährt. Dazu klicken wir mal hier drauf
Und jetzt pendelt der Zug die ganze Zeit hier am Sensor vorbei und nimmt sich immer die Geschwindigkeitswerte. Und das wird jetzt ein kleines Weilchen dauern. Den falschen Pantographen, den tausche ich noch aus, sobald ich die Teile erhalte. Das verspreche ich. Jetzt ist es auch auf Video, das heißt, ich kann es nicht vergessen. Oder ich werde zumindest immer daran erinnert. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr noch weitere Ideen habt für außergewöhnliche Einsatzgebiete von Zügen, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.